Anglerlatein vom lieben Blockstar. Neuer Fisch schmeckt besser als alter Fisch. Oder Untertitel für dieses Video: Das vielleicht beste, wenn auch mit Außenseiterchancen, Kobi-Set, was fliegen kann, 2024. Willkommen und Dzień dobry in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute stelle ich euch den Nachfolger des fliegenden Fisches, der 5522 PZL 23 Karasch vor, nämlich die PZL 23 Karasch, die 5751 aus dem Hause Kobi, unseren leichten Bomber bzw. Aufklärer. Ich kann euch sagen, ein richtig schönes Set. Mehr dazu aber später, wenn ihr mir hier auf den Bautisch folgt. Ja, da haben wir die 2024er Version unseres fliegenden Fisches, der PZL.23 Karasch, hier auf dem Bautisch. Natürlich aus der Historical Collection World War II, das Kobi-Set 5751 im Maßstab 1:32, 586 Steinchen schwer, und wie das Set 5522 kommt es auch mit 3 Minifiguren daher. Ganz lustig sehen wir hier die PZL P11C, die Kobi ja auch gerade im Angebot hat, in diesem gleichen Nougat Braun. Und was mir auffällt ist, wenn man hier vorne guckt, könnte man meinen, das Flugzeug kommt aus dem Hause Daimler. Ist aber nur die typische Steineart, die Kobi ja für Daimler eingeführt hat, aber mittlerweile hier auch zum Beispiel für Zielvisiere benutzt. Was blöd ist, ich muss den Karton zukleben, denn er kam offen hier an. Schade, Kobi, das könnt ihr besser. Schauen wir uns die Rückseite an, da seht ihr hier, ich habe ihn zugeklebt, den Karton. Wir haben hier unser Flugzeug, was ich wirklich hübsch finde. Es hat dieses tolle Hellblau von unten, es ist bis an die Zähne bewaffnet, hat diesen Doppelstand und hier eine Karte dabei, die so aussieht wie die Bewegungen der Wehrmacht 1939. Wir haben hier 3 Figuren, die im Flieger verbaut sind, die wir einsetzen können, und natürlich Fakten, die wir später bekommen, sowie ein Originalfoto. Das ganze Flugzeug wird 28,5 cm lang, 14,5 cm hoch und hat eine Spannweite von 43 cm. Mir gefällt dieses Flugzeug richtig, aber wollen wir mal schauen, ob mir auch der Inhalt des Kartons gefällt. Ja, Freunde, da ist unser fliegender Fisch auf dem Bautisch gelandet. Die Anleitung DIN A4, Klammer gebunden, und wir haben 2 Bauabschnittstüten. Was ich ja richtig cool finde als Highlight in diesem Set, ist diese bedruckte Kabinenverglasung. Also, dass wir hier die Stege bedruckt haben in diesen coolen Brauntönen. Wir haben hier viele Drucke, darauf können wir uns freuen. Ich schiebe die Tüten an die Seite. Hier haben wir die Anleitung, ich habe es euch gesagt, Klammer gebunden. Altersempfehlung ab 8 Jahren plus und natürlich viele Drucke, und auch die Anleitung ist in der EU gedruckt. Wir bauen wie folgt. Wir fangen mit der Tüte 1 an, reißen die auf, verteilen die Steine, wie immer ihr das machen wollt, ob mit Häufchen, Schälchen, Gläsern, wie auch immer. Wichtig ist nur, dass ihr hier in diesen Rechtecken immer seht, welche Steine ihr gerade verbaut, und dass der erste Farbschritt immer farblich ist, der aktuelle auch, und der davor ist dann ausgegraut. Pfeile weisen euch den Weg, und wir haben immer solche kleinen Legenden, damit wir sehen, welchen Bracket wir brauchen oder hier welches Flatteil wir verwenden müssen. Oder ihr seht auch hier eine Hilfe, wie man mit dem Bügelperlenapplikator diese Bügelperlen aufbringt. Und da Kobi keine Seitennummerierung habt, gehen wir von Baustep zu Baustep. Natürlich reißen wir zwischenzeitlich die Tüte 2 auf und bauen mit der und sind dann letztendlich mit dem Stand fertig. Und das müsste der Bauschritt genau hier 94 bzw. 95 sein. Mit der Minifigur haben wir jetzt auch des Öfteren, dass wir sehen, wie wir diese zusammenbauen. Und ihr habt es gesehen, richtig fertig mit dem Flieger sind wir mit dem Baustep 86. Ja, und dann haben wir immer eine Teilübersicht. Hier sehr groß, groß gedruckt, finde ich gut. Sollte euch ein Teil fehlen, könnt ihr es hier unten an der Webseite gleich monieren.
Und auch hier seht ihr nochmal die Teile für die Minifiguren. Und dann zum Schluss etwas Werbung. Und ich kann euch sagen, oben auf dem i, ungefähr hier, findet ihr meine Kobi-Playlist. Und da habe ich alle diese Sets schon einmal für euch gebaut. Gerade die Wildcat war super, die Horten, aber auch die Stuka in diesen Afrikatan. Herrliche Sets. Schaut gerne mal hier oben auf dem i nach, da findet ihr meine Kobi-Playlists. Ja, Freunde, ich kann euch sagen, es ist natürlich jetzt hier nicht das Highlight-Set, was in aller Munde ist. Es ist keine Mustang, es ist keine B17, es ist keine Messerschmitt, aber mir gefällt dieses Modell. Ich lege euch da auch gerne nochmal das Video zur 5522 ans Herz. Findet ihr auch oben auf der Kobi-Playlist, nämlich das Vorgänger-Set. Und dass Kobi als polnischer Hersteller sich immer ein bisschen besonders Mühe gibt bei polnischen Flugzeugen, ist ja klar. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei den Fakten und mir jetzt beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild, die PZL P23. Die Karasch war ein bedeutendes Flugzeug in der Geschichte der polnischen Luftwaffe während des Zweiten Weltkriegs. Es wurde von den, und jetzt bitte liebe polnisch sprechende Leute nicht schimpfen, Państwowe Zlatki Lotnicze PZL hergestellt, einen renommierten polnischen Flugzeughersteller. Die PZL, gegründet im Jahr 1928, war einer der führenden Flugzeughersteller in Europa und hatte bereits zuvor erfolgreiche Flugzeuge wie die PZL P-11 entwickelt. Die PZL P-23, wie es genau geschrieben wird, war ein weiteres Beispiel für das technische Know-how und die Innovationskraft des Unternehmens. Die PZL P-23 wurde zwischen 1936 und 1938 produziert. Es war ein fortschrittliches Bombenflugzeug für seine damalige Zeit, das mit seiner Geschwindigkeit, Bewaffnung und Konstruktion die polnische Luftwaffe beeindruckte. Das Flugzeug war Teil der Bemühungen Polens, seine Luftstreitkräfte zu modernisieren und den Anforderungen des aufkommenden Krieges gerecht zu werden. Die Zusammenarbeit zwischen der polnischen Luftwaffe und der PZL führte zur Entwicklung und Produktion von insgesamt etwa 150 PZL P-23 Flugzeugen. Die Fabrikationsqualität und das Design des Flugzeugs waren bemerkenswert und zeigten das Streben nach Exzellenz seitens des Herstellers. Leider endete die Produktion aus bekannten Gründen abrupt mit dem deutschen Überfall auf Polen im Jahr 1939. Die deutschen Besatzer erbeuteten viele der hergestellten Flugzeuge und nutzten sie für ihre eigenen Zwecke. Dieses markierte das vorläufige Ende der PZL P-23 und anderer polnischer Flugzeugentwicklungen. Nach dem Überfall auf Polen im Jahr 1939 wurden viele PZL P-23 Flugzeuge von der deutschen Luftwaffe erbeutet. Einige von ihnen wurden für verschiedene Zwecke, wie zum Beispiel als Schulflugzeuge oder für Tests, eingesetzt. Einige Flugzeuge gelangten auch in die Hände anderer Länder. Nach dem Zusammenbruch Polens flohen einige polnische Piloten mit ihren Maschinen nach Rumänien oder Griechenland. Dort wurden die Flugzeuge in den Luftstreitkräften dieser Länder eingesetzt. In Griechenland nahmen PZL P-23 Flugzeuge an den Kämpfen gegen die italienischen Invasoren im Jahr 1940 teil und erzielten einige Erfolge. Die meisten PZL P-23 wurden jedoch während des Krieges zerstört. Viele von ihnen von den deutschen Luftangriffen während des Überfalls auf Polen. Andere wurden bei späteren Kämpfen oder im Laufe der Zeit aufgrund von Verschleiß und Ersatzteilknappheit außer Dienst gestellt. Trotz des tragischen Schicksals der PZL P-23 und des Niedergangs der PZL aufgrund des Krieges bleibt ihr Erbe bestehen. Die PZL war eine Pionierung in der polnischen Luftfahrtindustrie und hat nach dem Krieg wieder an Bedeutung gewonnen. Das Unternehmen entwickelte und produzierte erfolgreiche Flugzeuge wie die, und jetzt kommt es, PZL Mielec M18 Dromradar und die PZL 130 Orlik. Während die M18 ein berühmtes Agrarflugzeug ist, wo es sogar in der DDR eine eigene Fernsehserie drüber gab, ist die PZL 130 ein moderner Schulungsflieger. Übrigens ist PZL in EADS aufgegangen, das wir heute alle als Airbus kennen. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass wir hier wahrscheinlich eine Karasch B haben. Es gab ja eine A-Version und eine B-Version, jeweils mit unterschiedlichen Motoren und etwas leicht angepasster Aerodynamik, des 22. Liniengeschwaders der polnischen Luftstreitkräfte. Kobi hat auf dem Karton zwar das Second Bomber Squadron draufstehen, also das zweite Bombergeschwader, aber im Rahmen des Überfalls aus Polen gab es auch da Umstrukturierungen. Wir haben hier also eine Maschine des 22.
Regiments und nicht wundern, dass das hier Linienflugzeug heißt oder Linienregiment. Die polnische Taktik war damals, dass Flugzeuge, angelehnt an den Taktiken des Ersten Weltkriegs, die starren Fronten überwachen und angreifen sollten. Die Realität sah natürlich anders aus, gerade der deutsche Blitzkrieg. So war die Karausche, die Karasch, unser fliegender Karpfen, gezwungen, als Erdkampfflugzeug in die Geschehnisse einzugreifen, und dafür war das Flugzeug nicht ausgelegt. Es gab keinen Begleitschutz und Einsatzberichte haben es tragischerweise so berichtet, dass diese Flugzeuge wie fliegende Fackeln waren, weil sie durch leichte Waffen schon abgeschossen werden konnten, da einfach Panzerung fehlte. Die hier gezeigte Maschine war in Rakowice in der Nähe von Krakau stationiert und die Einheit hatte, und das haben wir hier bei diesem Set ja auch ganz schön, ein interessantes Motiv, einen Drachen, der Feuer spuckt und eine Bombe in seinen Krallen hält. Tragischerweise wurden 87% aller Maschinen der PZL P23 in den ersten Tagen des Krieges bzw. im September 39 vernichtet. Ja, Freunde, da steht es, das bis jetzt beste Flugzeug aus dem Hause Kobi im Jahr 2024, die PZL 23 Karasch, unser fliegender Fisch. Ich habe es euch bei den Fakten erzählt, benannt ja nach einer Karpfenart im Maßstab 1:32. Die 5751, während ich euch hier zum Vergleich nochmal die PZL 23B, hier präziser genannt, Karasch aus dem Jahr 2016 hingestellt habe, die 5522. Video findet ihr hier oben irgendwo auf dem i. 280 Steinchen, 3 Minifiguren, und hier haben wir 586 Steinchen und 3 Minifiguren. Maßstab 1:40, Maßstab 1:32. Und ich muss sagen, schon dieses Flugzeug hier war eines, was mir richtig Spaß gemacht hat zu bauen. War ja ein Geschenk der lieben Putzhilfe. Kennt ihr vielleicht auf Instagram. Ich habe hier schon mal ein paar seiner Mocks vorgestellt. Dieses Set hier hat schon richtig Spaß gemacht, war schön zu bauen, auch wenn es einen komischen Maßstab hat von 1:40. Dieses hier toppt es dann noch einmal. Kommen wir mal zu den üblichen Verdächtigen, die ich euch immer zeige, nämlich die Teile, die über sind. Wir haben hier Bügelperlen, den Bügelperlenapplikator, Maschinengewehr oder Antennenhülsen und Stäbe sowie eine coole Fliese, nämlich die hier, die Angriffsrichtungen der Wehrmacht auf Polen 1939 zeigt. Auch hier im alten, also historischen richtigen Kontext, eine große Fliese, die man hier eigentlich noch irgendwo anbringen können müsste, weil ins Cockpit passt es auf keinen Fall. Da ist sie zu groß zu, aber ist ein schöner Druck, gefällt mir. Also wirklich, da hat man mal was Tolles dabei bekommen, und mal schauen, ob ich nur noch hier irgendwie auf den Stand was drauf baue. Dann packe ich mal kurz hier unseren Flieger von seinem Stand runter, seinem Doppelstand nämlich sogar, weil es relativ schwer ist. Wir haben hier unser Typenschild, wie gewohnt, eine 2x6er Flat-Teil PZL.23 Karasch im Maßstab 1:32 mit dem polnischen Schachbrettmuster. Und wir haben hier unsere 3, ich wollte gerade sagen Pilotenfiguren, aber ganz stimmt es nicht. Ich habe auch die Köpfe vertauscht, aber ich blende euch die Bilder rechts noch einmal in groß ein. Wir haben hier den Navigator, den Kommandanten, den kennt man auch hier an der Kartentasche. Und dann könnt ihr euch aussuchen, einmal haben wir hier den Piloten und einmal den Rear Gunner, also den Bordschützen. Also richtig tolle Figuren, schön bedruckt, alle mit hier den schwarzen Schuhen und auf der Rückseite auch hier mit den Verstrebungen der Fallschirme, beziehungsweise bei Piloten ja auch ab und zu Schwimmwesten, hier werden es die Fallschirme sein, also alles hinten bedruckt und auch die Kapuzen hier, das gefällt mir richtig gut. Ich habe halt hier beim Bau die Gesichter vertauscht. Rechts habt ihr jetzt gesehen, wie Kobi sich das richtig vorstellt. Und cool halt natürlich unser massiver Stand hier mit 2 dieser durchsichtigen Kobi Stands. Brauchen wir auch, denn das Flugzeug ist massiv gebaut. Es rollt schon mal ganz gut. Ich schiebe den Stand mal nach hinten, weil ich euch einfach mal kurz hier im Rollen die vielen Drucke zeigen möchte. Wir haben natürlich hier das Schachbrettmuster,
Wir haben hier den Drachen mit der Bombe, der Feuer spuckt, das Einheitenzeichen. Wir haben hier dann noch einmal den Namen vom Hersteller und auch die Nummer in der Einheit sowie das Schachbrettmuster. Und innen drinnen im Cockpit, da kommen wir aber gleich noch zu, auch ein schönes bedrucktes Cockpit-Teil. Und natürlich von unten auch bedruckt. Und das gefällt mir, dass Kobi bei diesen Großflugzeugen im Maßstab 1:32 auch immer mehr hier auf Drucke setzt. Also gerade hier unten bei diesen großen dünnen Fliesen, großflächig druckt. Wenn ich da zum Beispiel an meine heißgeliebte Dornier Do 17 denke oder an die Ilyushin 2 oder. Also Kobi ist da auf dem richtigen Weg, auch wenn man hier natürlich durch die Formteile ja vielleicht noch ein bisschen was machen hätte können. Trotzdem finde ich es ganz gut. Wir sehen hier pickepacke voll die Bewaffnung unterhalb des Cockpits hier in unserem schönen Modell. Wir haben hier die Abwehrbewaffnung. Ich nehme da mal an, dass der Rückschütze, der Bordschütze gewechselt ist, je nachdem. Ich denke mal, weil es war ja kein Viersitzer, war ein Dreisitzer. Oder sie haben die Aufgaben geteilt, das weiß ich nicht. Was ich cool finde, ist halt hier auch schön gebaut das Höhenruder mit diesen 2x2er Steinen, die abgerundet sind. Alles hier in diesem Hellblau. Wir haben hier unser Sporn, Heckrad, weiß nicht genau, oder Stäbchen, wie man es nennt. Und dann hier von oben auch die Abwehrbewaffnung sowie Zylinder. Und das Highlight an diesem Set ist, neben der ikonischen Flügelform, schaut mal, ich kann es euch auch von vorne zeigen, die wir hier mit Hinges hinbekommen, also dass wir hier wirklich so einen Bogen haben. Das macht Kobi ja ganz gerne mit einer Hinge-Bauweise. Sehen wir ja hier die großen Hinges, die dann hier unten, das sieht man so schlecht, aber da gegengekontert werden, damit wir schräg hinbekommen. Kobi recycelt hier auch seine schönen Formteile für die Räder, die wir früher bei der Stuka hatten und auch hier ähnlich bei unserer Version aus 2016. Das finde ich cool. Wir haben hier die Lampen, die Fluglampen. Wir haben einen richtig großen Propeller. Wir haben hier diese ikonische Form unserer Karasch, die man auf den historischen Bildern gut sieht. Wir haben hier die Abgasanlage und wir haben hier einen Mercedes-Stern, beziehungsweise soll das hier die Zieloptik sein. Und das ist das Einzige, was ein bisschen blöd ist und auch wahrscheinlich der Grund, warum Kobi hier zwei dabei gelegt hat. Denn ihr seht es hier, wackel, wackel, das geht nicht richtig rein. Das Mercedes-Sternchen, so nenne ich es jetzt trotzdem weiterhin, es kann leicht rausfallen. Aber absolutes Oberhighlight ist natürlich unsere bedruckte Kanzel. Alles in diesem schönen Nussbli-Nougat-Farbton gehalten. Und wenn ich hier die Cockpithaube abnehme, geht ein bisschen schwierig, weil ich sie ja da verbaut habe. Ich versuche es jetzt aber trotzdem. Na, geh ab. Da ist es noch dran. Ihr seht ja, Kobi und seine. So, jetzt habe ich es komplett abgenommen und der Mercedes-Stern ist auch flöten gegangen. Ja, Freunde, jetzt musste ich mal einen Cut machen, was ich ja eigentlich nie mache in dieser Präsentation, die ich ja eigentlich immer live auf Tape aufnehme, des Reviews. Aber hier ist halt wirklich das Nachteil oder der Nachteil, dass wir, wenn wir die Kabinenhaube abnehmen möchten, wir sie wirklich komplett auseinandernehmen müssen. Also wir müssen dieses ganze Teil hier rückbauen und ihr seht schon, diese Slopes, die eigentlich hier reingehören von beiden Seiten, die müssen wir abbauen, damit wir dann hier die Cockpit-Kanzel wegnehmen können oder müssen. Dann seht ihr auch schon, wenn man es rückbaut, dann ist gleich hier das halbe Flugzeug auseinander. Ich wollte euch aber ja eigentlich nur diese coole bedruckte 2x2er Round-Teil zeigen für das Cockpit. Damit ihr aber seht, wie es geht, baue ich es jetzt schnell auch wieder zurück. Hier sehen wir die Bauweise. Wir sehen halt auch dann, dass wir für die Piloten keine Sitze haben, nur für unseren Heckschützen. Und wir haben hier diese tollen Slopes, die wir damals ja mit zuerst bekommen haben bei den amerikanischen Düsenjägern 2023, meine ich. Dürft mich da gerne verbessern. Also, jetzt bauen wir hier unser Cockpit wieder an. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das Flugzeug dann von unten instabil wird und deswegen, ja, eine tricky Sache, eines der besten Flugzeuge des Jahres 2024. Das hat der Blockstar gesagt, mit einer schönen Sollbruchstelle. Ja,
Trotzdem, optisch gefällt es mir und der Bau hat auch richtig Spaß gemacht. Da bleibe ich dabei. Aber Freunde, es ist natürlich ein bisschen ein Clickbait, denn das Jahr ist ja auch noch jung und da wird uns noch das ein oder andere erwarten. Und ihr habt jetzt quasi zweimal eine Art, ja nicht Speedbild, einen Zusammenbaubild, einen Bild, damit ihr seht, wie halt hier die Bautechniken sind. Und jetzt einmal noch hier, zack. Und jetzt wisst ihr auch, warum Kobi uns hier einen Stand für die Piloten spendiert hat, weil es keinen Spaß macht, die Piloten hier raus und rein zu bauen. Und mein Mercedes-Stern ist schon flöten gegangen, also unser Visier, unsere Zieloptik. Also klemmen wir gleich hier das aus den übrig gebliebenen Teilen ein. Schwupps. So. Und schon stecken wir das rein und gucken mal, es ist genauso locker. Und schauen mal, wann das uns flöten geht. Ja, Freunde, ich will nichts schönigen, ich will nichts schönreden. Ich finde optisch wirklich ein absoluter Hingucker, ein absolutes Highlight. Bautechnisch hat er auch Spaß gemacht, also während des Baus. Aber ja, ich habe es euch gezeigt, Pain in the Ass ist halt hier diese Cockpit-Sektion. Also überlegt euch wirklich, wie ihr die Piloten hier verbauen wollt. Also haben wir eine schöne, verglaste, bedruckte Cockpit-Sektion, aber naja, der Zusammenbau bzw. der Auseinanderbau hat nicht so Spaß gemacht. Ihr habt es gerade gesehen. Trotzdem bekommt ihr jetzt ein paar Detailbilder. Da gibt es zum Schluss sogar auch nochmal eine Übereinstellung. Hier unsere beiden Karasch-Versionen, die von 2016 und die 8 Jahre später. Schreibt mir eure Meinung schon mal unten in die Kommentare und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen, bekommt ihr ein paar Detailbilder unseres Kobi-Sets 5751 und am Ende sogar nochmal eine kleine Übereinstellung der 5751 und der 5522 unserer PZL 23 Karasch. 8 Jahre Unterschied zwischen den beiden Modellen, aber auch ein preislicher Unterschied, denn bei der 1:40 Variante aus 2016 haben wir um die 25 € bezahlt, während wir jetzt ja für die 2024er Variante 54,99 € hinlegen müssen. Für die doppelte Teileanzahl. Es hat sich also verdoppelt, da kann man Kobi vielleicht sogar gar nicht böse sein, auch wenn der Maßstab nur 8 Punkte runter ging. Ich finde dieses Flugzeug gut, ich finde es sogar cool, dass Kobi hier einmal andere Aspekte beleuchtet. Da können wir alle froh sein, dass Kobi ein polnischer Hersteller ist und vielleicht da nicht nur die gängigen Klischees bedient. Haben wir natürlich auch schon, wir haben viele Stukas bekommen, viele Messerschmitts, aber hier diese PZL 23 hat mir richtig Spaß gemacht und zeigt, wie gesagt, für mich hier einen anderen Aspekt, weil ich euch auch mal wieder tolle Fakten erzählen konnte. Und ich habe sogar die Fakten zum Vergleich zur 5522 sogar noch erweitern können. Also Freunde, hier gab es wieder doppelt was, tolle Fakten und ein schönes Set aus dem Hause Kobi. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als der liebe Blockstar 2 Bremer bei Nordsee verdrückt. Freunde, ein würdiger Nachfolger dieses Sets, das ich schon gefeiert habe. Vielleicht könnt ihr euch an das Video erinnern, wenn nicht, findet ihr es hier oben auf dem i meiner Kobi Playlist. Da habe ich schon die 5522 sehr gefeiert. Deswegen ist hier unsere 5751 wirklich mehr als nur ein würdiger Nachfolger. Und was zumindest die Flugzeuge, die bis jetzt veröffentlicht wurden, was das Thema Zweiter Weltkrieg angeht, auf jeden Fall eines der besten Sets 2024. Aber Freunde, ich schmeiße gerne mit Superlative um mich. Das Jahr ist ja noch jung. Trotzdem ist diese bedruckte Haube und auch diese Bauweise mit den Flügeln, das habe ich euch gerade alles erzählt, für mich richtig, richtig Zucker. Schreibt mir eure Meinung bitte in die Kommentare, gebt mir euer Feedback und ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mein Video teilt. Ich hätte ganz gerne ein bisschen Reichweite von euch. So könnt ihr auch meinen Kanal unterstützen, indem ihr den Leuten da draußen von Kobi erzählt und von dem lieben Onkel Blocksy, der geschichtlichen Hintergründe auch noch zu Kobi-Sets erzählt. Also wenn ihr da unten kommentiert, schaut auch gerne noch einmal in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr alle Infos rund um diese Sets und auch wo ihr sie bekommen könnt.
Ja, Freunde, da bleibt mir nichts anderes zu sagen als Petri Heil und natürlich typisch Flugzeuge ein guter Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.